Das Space Shuttle prägte die Ära der amerikanischen Raumfahrt nach der erfolgreichen Mondlandung. Es gilt als das komplexeste Raumschiff, das die Menschheit je gebaut hat. Und es ist das einzige Raumschiff, das wiederholt benutzt werden konnte. In den rund 30 Jahren des Programms starteten 135 Missionen in den Erdorbit. Das macht 791 Crewmitglieder, die einmal in den Genuss gekommen sind, in einem Space Shuttle die Erde zu bestaunen. Im November 2012 endete dann aber die Ära des Space Shuttles. Die Shuttles wurden vom ältesten zum neuesten ausgemustert und in Museen untergebracht. Der Grund für das Ende des Shuttle-Programms waren laut NASA die hohen Kosten. Aber ein weiterer Grund waren die zwei Unglücke der Challenger im Jahr 1986, welche beim Start explodierte, und der Columbia im Februar 2003, welche beim Wiedereintritt verglühte. Die Shuttles hatten sowieso wenige Fluchtmöglichkeiten und viele Fehlerquellen. Noch dazu kann man mit einem Space Shuttle nur auf dem Land landen, und das auch nur auf den dafür vorgesehenen Landebahnen. Die NASA möchte wieder zum Mond. Sie möchte auf Asteroiden und auf den Mars. Dafür ist das Space Shuttle einfach nicht gebaut, da es eine maximale Flughöhe von 600 Kilometern besitzt. Daher sagt die NASA, die Kapsel muss wieder her. Diese hat eine geringere Masse und kann sowohl auf dem Land als auch im Wasser landen. Außerdem ist es viel einfacher, diese Kapsel zu schützen, da sie eine geringere Nutzlast hat. Die Raumstation Mir hat es tatsächlich gezeigt, dass es möglich ist, eine Raumstation auch nur mit Hilfe von Kapseln zu bauen. Um Ziele wie den Mond, einen Asteroiden oder den Mars in Angriff nehmen zu können, muss man viel Masse vermeiden und diese sehr früh abwerfen. Das war auch die Philosophie der Apollo-Missionen und ist auch heute noch ein guter Ansatz. Eine alte Ingenieursweisheit ist, man macht die Dinge so gut wie nötig, nicht so gut wie möglich. Aber gebt es doch zu, diese Space Shuttles sahen schon verdammt geil aus. Und ohne sie wäre die ISS nie so komplex geworden, wie sie es heute ist. Außerdem hätten wir ohne das Shuttle-Programm kein Hubble-Teleskop und auch keine Galileo-Sonde beim Jupiter. Aber auf jeden Fall werden wir dieses Shuttle-Konzept wiedersehen. Und wenn nicht wir, dann die nächste Generation oder die übernächste. Oder habt ihr etwa Lust, in so einer Konservendose von Kapsel zum Mars zu fliegen? So, das war auch schon die erste Folge meines neuen Formates Warum, Wieso, Weshalb. Ihr könnt mir gerne neue Fragen in die Kommentare schreiben, die ich dann beantworte. Hier links geht es noch zu meinem letzten Video. Dann tschüss und bis zum nächsten Mal.